Leute, seit dem 13. August 2021 berichte ich auf diesem Kanal schon über Chatkontrolle. Die EU hat das Thema seit einer Ewigkeit immer wieder auf der Agenda und immer wieder verschoben. Und heute haben wir Grund zum Feiern. Es ist tatsächlich auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Aber das heißt nicht, dass wir safe sind. Wir kennen das ja schon, Chatkontrolle ist vorüber. Die nächste ist quasi gerade um die Ecke und tatsächlich ist das vielleicht einfach nur Chatkontrolle nur ein bisschen modifiziert. Und deswegen lasst mich heute ein bisschen erläutern, was passiert ist, worum es geht und vor allem nochmal klarstellen, warum uns Chatkontrolle mehr als nur ein paar Darmbeschwerden bereitet hätte, sondern eher uns den kompletten hinteren Bereich aufgerissen hätte, sodass da ein LKW gut einparken kann. Ich muss an der Stelle einmal ganz kurz aber auch Danke sagen an netzpolitik.org für ihre unfassbar gute Berichterstattung die gesamte Zeit über. Die allermeisten Quellen für dieses Video hier sind von ihnen und auch danke an Patrick Breyer, der im EU-Parlament sitzt und dort die ganze Zeit auch über Chatkontrolle berichtet. Okay, was ist Chatkontrolle? Bei der Chatkontrolle geht es um eine staatliche Überwachungsmaßnahme, um die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu erkennen. Dabei sollen Inhalte von Chatnachrichten, aber auch E-Mails, Online-Meetings und eigentlich grundsätzlich einfach alles, was Nutzer an andere Nutzer schicken, analysiert werden und anschließend automatisch, falls was gefunden wird, zu einer Strafanzeige führen. Das Ganze soll mit künstlicher Intelligenz passieren, also nicht generativer KI wie jetzt bei ChatGPT, sondern solcher, die Inhalte in gefährlich und nicht gefährlich einordnet. Was viele aber nicht wussten, Chatkontrolle 1.0 ist schon längst aktiv, aber die ist freiwillig. Chatkontrolle 2.0, um die es die ganze Zeit geht, die wäre nicht mehr freiwillig. Das heißt, Dienste wie Gmail, die tun das schon längst. Die analysieren eure E-Mails und falls sie etwas finden, dann kann es auch sein, dass Gmail euch der Polizei meldet oder zumindest die Inhalte blockiert. Google Drive zum Beispiel ist aber auch ähnlich. Aber Messenger wie zum Beispiel WhatsApp, Signal, Threema oder gar Matrix sind Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, selbst die Betreiber von Signal können meine Nachrichten an meine Mom zum Beispiel nicht lesen. Nur ich kann das und sie kann das. Kryptographie ist einfach was Tolles. Ich habe auf dem anderen Kanal über 100 Videos dazu gemacht und ja, da geht es wirklich um Mathe. Aber egal, Inhalte können deshalb einfach nicht vom Betreiber gescannt werden. Und aus diesem Grund gibt es für die Chatkontrolle oder gab es zwei Optionen zur Auswahl. Erstens, man verbietet einfach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung komplett. Und jeder Betreiber von einem solchen Messenger wird dann verpflichtet, so einen Scanner einzubauen. Dabei müsste man dann aber auch natürlich private Betreiber verpflichten, denn beispielsweise Matrix ist dezentral. Es gibt nicht den einen Matrix-Server. Ich habe einen, eure Uni hat einen, vielleicht euer Nachbar. Und Privatpersonen zu etwas zu verpflichten, wenn eine Software öffentlich ist und Open Source ist und jeder tun kann, was er will, das ist sogar noch weniger effektiv wie der Ab 18 Button bei Pornhub. Deswegen war das ziemlich raus. Die zweite Möglichkeit ist, man zwingt jeden einzelnen Menschen lokal auf dem Gerät einen Scanner zu installieren. Sogenanntes Client-Side-Scanning. Dadurch bleibt die Verschlüsselung zwar grundsätzlich erstmal erhalten, doch auch das ist, sagen wir mal, schwierig durchzusetzen. Apple hat tatsächlich mal so einen Scanner kurzzeitig geplant für iPhones komplett auszurollen. Und obwohl das komplett auf eurem Gerät laufen würde und keine Daten das iPhone verlassen sollten, ist das gar nicht gut bei der Community angekommen. Surprise, surprise. Surprise, motherfucker. Allerdings hat Apple dieses Feature begraben. Nicht wegen öffentlichen Protesten, wie man es erwarten würde, sondern weil es eigentlich überhaupt nicht mit der Privatsphäre vereinbar ist. Dazu kommt, Leute, die solche Materialien verteilen, haben ja manchmal auch ein paar Gehirnzellen übrig. Wenn auf iPhones von Apple und auf Android von Google solche Scanner drauf sind, dann nehmen sie halt im Zweifelsfall Windows und, falls das auch mit einem Scanner versehen wird, einfach Linux. Und auch Linux hier wieder ist komplett Open Source. Da kann jeder installieren und deinstallieren, was er will. Zwingt man Linux dazu, so eine Software zu installieren, dann macht man sich allerhöchstens lächerlich. Aber ich habe euch noch jemand mitgebracht, der euch die Hoheit über eure Daten wiedergeben will. Und das ist unser Partner Incogni. In letzter Zeit kommt es auch bei Offline-Käufen bei mir immer wieder häufig vor, dass ich meine Daten angeben muss. Beispielsweise im Kino. Warum braucht denn ein Kino meine Adresse? Hä? Das Dumme dabei ist, dass wir häufig gar keine Wahl haben und den Datenschutzrichtlinien einfach zustimmen müssen oder wir können den Dienst nicht benutzen. Und manchmal stehen da echt unschöne Dinge drin. Beispielsweise, dass Daten zu Marktforschungszwecken
Zwecken geteilt werden oder weitergegeben werden dürfen. Und hier kommt Incogni ins Spiel. Diese Daten gehen dabei meistens über sogenannte Data Broker. Incogni hat eine Datenbank von all diesen Data Brokern und schreibt ihnen mit ihren Anwälten, dass die da bitte eure Daten rauslöschen sollen. Das ist, weil ihr in der EU seid, ziemlich nice, denn genau dazu ermächtigt euch die DSGVO. Das könnt ihr mit jedem Dienst machen. Ihr könnt einfach eine E-Mail hinschreiben und sagen, lösch mich. Dann muss dieser Betreiber all eure Daten löschen. Incogni macht das aber vollkommen automatisch für euch und immer wieder. Denn es kommen ja immer wieder auch neue Data Broker an den Markt. So bleiben eure Daten dann einfach direkt weg von denen, beziehungsweise wenn sie haben, dann müssen sie natürlich gelöscht werden. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich seither weniger Spam auf meiner E-Mail-Adresse bekomme. Aber das kann auch einfach nur an mir liegen. Gönnt euch deshalb gerne direkt Incogni mit dem Code in der Beschreibung, damit bekommt ihr nochmal 60% Rabatt obendrauf. Tatsächlich gibt es aber sogar noch weitere Probleme bei der Chatkontrolle, weswegen Frankreich und stellt euch vor, sogar Deutschland gegen den Entwurf waren, der von der EU-Kommission vorgestellt wurde. Zunächst einmal bedenkt, dass KI-Systeme, auch Scanner, niemals 100% Genauigkeit haben. KI ist im Grunde ein lernendes System, das anhand von unsäglich vielen Beispielen lernt, was okay ist und was nicht. Und selbst wenn wir 99,9% Genauigkeit erreichen, was statistisch schon ziemlich gut ist, dann bedeutet das, dass jede tausendste Nachricht im Schnitt einmal dazu führt, dass ein Bild, das ich verschicke, von einer KI als gefährlich eingestuft wird und mir erstmal eine Anzeige einheimst. Klar, die Anzeige würde dann fallen gelassen werden, nachdem sie von einem komplett überarbeiteten Polizisten händisch als Foto privat am Strand klassifiziert wurde. Als würde ich da hingehen. Das bedeutet also eine unfassbare Überbelastung der Polizei, die dadurch noch weniger Ressourcen hat, das eigentliche Verbrechen aufzuklären. Wie gesagt, gibt es ja aber bereits Chatkontrolle 1.0, wo etwa Meta Nachrichten scannt und die dann auch automatisch an Behörden weiterleitet. Meta testet aber ausschließlich auf bekannte Darstellung von Kindesmissbrauch. Das heißt, sie greifen auf eine Datenbank zurück, um das einfach nur abzugleichen. Das würde mit Chatkontrolle 2.0 nicht mehr ausreichen und ist deutlich einfacher als auch neue Materialien zu erkennen. Und trotzdem sind 80% der Materialien, die Meta aktuell an die Polizei weiterleitet, keine Funde, sondern False Positives. 80%. Das bedeutet aber auch, dass private Fotos oder Videos an Menschen geschickt werden, die dann anschauen müssen. Ja, stellt euch vor, Polizisten sind Menschen. Und da ist es wichtig zu wissen, wer solche Darstellungen hauptsächlich verbreitet. Denn das sind in Deutschland zu 40% Kinder und Jugendliche selbst. Ich habe mir sagen lassen, in der Jugend teilt man solche Bilder wohl manchmal mit seinen ebenfalls jugendlichen Partnern im Vertrauen. Das ist natürlich trotzdem illegal und unfassbar dumm in Hinsicht auf Hacker, aber trotzdem sehen Fachleute da nicht unbedingt den großen Gewinn. Wenn exakt diese Jugendlichen dann eine Anzeige bekommen, nachdem solche vertraulichen Bilder von anderen Menschen angeschaut werden müssen. Und neben der Tatsache, dass es eine der schlimmsten Formen der anlasslosen Massenüberwachung ist, die wir uns überhaupt vorstellen können, werden generell einfach Messenger unsicherer dadurch. Denn meine Nachrichten, die nur für den Messenger bestimmt sind, müssen dann an eine andere App weitergereicht werden, selbst wenn alles zu 100% lokal auf meinem Smartphone läuft. Und eine solche Schnittstelle bietet mehr Einfallstore für Hacker, was gerade in Hinsicht auf Journalisten eine echte Gefahr ist. Denn wenn die nicht mehr anonym arbeiten können, dann können sie oft genug ihren Job gar nicht gefahrlos ausführen. Oh, und wusstet ihr, dass Europol auch schon gefordert hatte, man könne ja zum Beispiel die Chatkontrolle auch gleich auf andere Straftaten ausweiten? Wie der Staatstrojaner könnte das dann also ein weiteres Tool sein, mit dem einfach nur Dealer gefasst werden. Deshalb sagt ein juristisches Gutachten, dass die Chatkontrolle eigentlich ohnehin rechtswidrig ist. Eigentlich widerspricht es auch deutschem Recht und eigentlich auch der E-Privacy-Verordnung. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt dagegen. Kurzum, das Ganze ist eine echte Gefahr für die Demokratie, denn eine nicht ganz so demokratische Regierung könnte damit einiges anfangen. Aber Chatkontrolle ist nicht abgelehnt worden. Das ist ganz wichtig zu sagen. Die belgische Ratspräsidentschaft, die wir aktuell haben, hat den Entwurf von der Tagesordnung genommen und ihn auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Grund war, dass keine ausreichende Mehrheit in Sicht war.
Es gab also keine Abstimmung. Es ist aber längst deswegen auch nicht vorbei. Das offizielle Statement lautet, Zitat, der Vorsitz beschloss daher, den Punkt von der heutigen Tagesordnung abzusetzen und die Beratungen in einer ruhigen Atmosphäre fortzusetzen. Dieser Punkt hat für den Rat nach wie vor hohe Priorität und es wird weiter daran gearbeitet, einen Standpunkt zu finden und die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen. Das bedeutet, es wird und soll weiter verhandelt werden. Belgien hat die aktuelle Ratspräsidentschaft inne. Die nächste Ratspräsidentschaft hat dann Ungarn. Und Ungarn kommentiert dazu Folgendes. Zitat: Die CSA-Verordnung ist eine Priorität für den kommenden ungarischen Ratsvorsitz. Der Ratsvorsitz legt besonderes Augenmerk auf die Schaffung eines sicheren Umfeldes für Kinder, sowohl offline als auch online. Unser Ratsvorsitz wird weiterhin an der Entwicklung einer langfristigen gesetzlichen Lösung zur Verhinderung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet und an der Überarbeitung der Richtlinie gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern arbeiten. Das heißt, Ungarn hat definitiv wieder Bock auf Chatkontrolle. Und es war auch dieses Mal schon sehr knapp. Deutschland hat zwar abgelehnt, weil die CDU nicht so stark war. Bei der Wahl dieses Jahr hat die CDU allerdings nochmal zugelegt. Und die haben durchaus Bock auf mehr Überwachung. Frankreich ist da auch nicht mehr so sicher. Und dafür gibt es immer mal wieder ein paar Vorschläge, das Gesetz zu entschärfen oder generell einfach dem anzunähern, was die Länder jeweils wollen. Konkret gibt es einige Knackpunkte, die bei vielen Ländern die Zustimmung ausmachen. Beispielsweise sieht der aktuelle Vorschlag der Kommission vor, dass auch eine Altersverifikation verpflichtend gemacht wird, um viele Apps zu installieren. Das schließt Minderjährige von vielen Apps aus und macht Erwachsene gläsern, die müssen sich ja dann ausweisen. Es geht bei Chatkontrolle nämlich aktuell um Telefonie, Mail, Messenger, aber auch Chats als Teil von Spielen, Datingportalen und sogar Videokonferenzen, die manche Leute mit ihrem Therapeuten haben können. Es geht sogar auch um File-Hoster und Cloud-Dienste wie iCloud oder Google Drive, in denen viele auch ihre privaten Fotos liegen haben. Deutschland und die Niederlande beispielsweise wollen Audiokommunikation auch komplett raushalten. Ausgenommen von der Scan-Pflicht sind aber immerhin nicht kommerzielle Dienste, die auch nicht werbefinanziert sind. Also sowas wie Matrix zum Beispiel könnte sogar komplett außen vor sein. Das ist immerhin etwas. Für Polen ist der Knackpunkt, gegen wen sich die Chatkontrolle richtet. Aktuell wäre die Chatkontrolle flächendeckend und verdachtlos geplant, also gegen jeden von uns. Das heißt, jeder Anbieter muss aber auch scannen. Polen möchte die Chatkontrolle ähnlich wie den Staatstrojaner nur mit richterlichem Beschluss erlauben. Aber das wollen die wenigsten anderen Länder in der EU. Oh, und ganz nebenbei sollen auch Internetanbieter wie die Telekom dazu verpflichtet werden können, Dinge, die außerhalb der EU liegen und nicht gesperrt werden, weil der Anbieter sich weigert, einfach direkt im Netz zu sperren. So, all das ist also mehr als nur die Chatkontrolle. Es handelt sich eigentlich um den Aufbau einer gewaltigen Zensurinfrastruktur, die wirklich einiges in sich hat. Selbst mit richterlichem Beschluss ist die Möglichkeit zur Durchleuchtung von jedem einzelnen Chat dann tatsächlich vorhanden. Selbst wenn Audio nicht untersucht wird, sind Textnachrichten noch immer zu sensibel. Und selbst wenn nur Bilder gescannt werden, ist es eine Technologie, die dann einfach da ist und die genutzt werden kann, um gezielt einzelnen Menschen das Leben schwer zu machen und die auch leicht ausgeweitet werden kann, wie Europol das schon gefordert hat. Es gibt hier also grundsätzlich einfach gar keine Möglichkeit, das Ganze richtig zu machen, denn allein die Sache, die man machen möchte, Chats angucken, ist falsch. Die eigentlichen Straftäter können das ohnehin umgehen. Mit dem Tor-Netzwerk, mit eigener Software, eigenen Netzwerken oder einfach einem USB-Stick, der per Post verschickt wurde. Denn da gilt ja lustigerweise sogar immer noch das Briefgeheimnis. Dass hier aber einfach Journalisten, Whistleblower und Aktivisten einfach als Kollateralschäden hingenommen werden könnten, sollte eigentlich schon die Debatte komplett von vornherein beenden. Allein, dass wir diese Diskussion seit nun fast 3 Jahren führen und noch länger führen werden, ist komplett verrückt und führt am Ende nur dazu, dass mehr Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Also reißt euch bitte zusammen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.